Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Wohnmobil Privat mit Vermietung. Mein Name ist David und heute soll es mal um die Preiserhöhung gehen in der Campingbranche bei Mobilen oder Wohnwagen, die passiert, nachdem ihr vielleicht schon unterschrieben habt, nachdem schon Auftragsbestätigungen gekommen sind und so weiter und so fort. Da passiert einiges am Markt, warum das so ist und was ich darüber denke und vielleicht auch potenziell ein bisschen weiß. Ich erkläre es im Video, bleibt dran, bis gleich. Ja, schön, dass du dabei bist. Jetzt wollen wir uns dem Thema mal nähern und ein bisschen drüber reden, was da momentan Verrücktes am Markt passiert, dass sich Preise von mobilen oder von Camperfahrzeugen an sich, ob das jetzt Wohnmobile sind oder Wohnwagen, verändern können, nachdem ihr unterschrieben habt. Es gibt ja schon die verrückte Situation, dass Lieferzeiten extrem lange werden und sich immer wieder verzögern und dann kommen auch noch diese potenziellen Preiserhöhungen dazu. Erstmal möchte ich mich ganz kurz bedanken bei Mario-Schmidt.schmari für den Tipp. Schmari hat mir geschrieben und hat gesagt, das wäre doch mal ein Thema für ein Video. Und ich glaube, Schmari hat auch schon mal eine Anregung gegeben für ein anderes Video. Also vielen Dank. Ja, jetzt wollen wir uns das mal näher anschauen. Also ich bekomme ja nun mal live mit. Ich arbeite ja nebenbei bei einem Händler als Vertriebler und bekomme da auch live mit, was da passiert. Auch von der anderen Seite. Deswegen ist das vielleicht für euch, die gerade so eine Situation haben, vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn ihr auch mal die andere Seite hört, wie das für diese Seite ist. Also für Händler an sich ist das Problem, und ich rede jetzt mal nicht über meinen Händler oder über mich, aber ich kriege die Branche ein bisschen mit. Für Händler ist es so, dass diese Preiserhöhung nicht vom Händler selbst kommt, sondern der Händler bekommt diese Preiserhöhung auch. Der Hintergrund der Preiserhöhung ist natürlich potenziell Corona. Ob es jetzt tatsächlich stimmt oder nicht, da gibt es ja diverse Themen, da will ich gar nicht mehr drauf eingehen. Dann irgendwelche Rohstoffmangelthemen, die da bestehen. Und der Hintergrund ist auf jeden Fall diese Preiserhöhungen, die kommen an sich vom Hersteller. Und der Hersteller an sich gibt es auch weiter an zum Beispiel, also so ein Wohnmobilhersteller, Marke will ich jetzt mal gar nicht nennen, der gibt den Bu-Zettel auch weiter an den Chassishersteller zum Beispiel. Ne? Also wenn jetzt irgendein Chassishersteller, man hört es ja auch in der Automobilbranche an sich, ne? Der Chassishersteller, warum auch immer seine Fahrzeuge nicht liefern kann oder aber da Preiserhöhungen hat, ich sage jetzt mal zum Beispiel an Rohstoffen, dann gibt er das natürlich an den Wohnmobilhersteller weiter, an den Aufbauhersteller. Der Aufbauhersteller hat schon wieder dann Mehrkosten, hat dann selbst vielleicht auch noch welche, Rohstoffe, Holz zum Beispiel, und so setzt sich das zusammen über Lieferthematiken und Baukomponenten, die ganz wegfallen, Motorisierung, die ganz wegfallen, Tempomat, der wegfällt. Da gibt es bestimmt nochmal ein extra Video, das ist auch nochmal eine Situation für sich. Aber grundsätzlich sind die Preise von vornherein höher. Und wenn das Mobil beim Händler ankommt, ne, und von euch vielleicht schon bezahlt ist und bestellt ist, dann ist es natürlich so, dass der Händler an sich bezahlt in dem Moment, wo das Mobil geliefert wird. Und der Händler bezahlt dann teilweise auch schon einen teureren Preis. Der Händler hat also dasselbe Problem wie ihr, dass er quasi ein Mobil bestellt und nicht zu dem Preis immer bekommt, zu dem er es auch bestellt hat. Ne? Und der Händler hat natürlich jetzt da den Vorteil, dass er den Mehrpreis sozusagen nicht selber bezahlen muss, sondern er verkauft es ja weiter und hat dann natürlich da, wenn er den Mehrpreis bekommt beim Weiterverkauf, da jetzt kein Minusgeschäft. Aber ihr als Endkunde habt natürlich dann einen Punkt, den ihr mehr bezahlen müsst, obwohl ihr es eigentlich von vornherein günstiger gedacht habt und geplant habt und auch unterschrieben habt. Jetzt ist es natürlich so, dass man grundsätzlich sagen muss, wenn ihr zum Beispiel da jetzt der Quere macht und sagt, wir wollen aus dem Vertrag raus, wie auch immer, es gibt verschiedenste Verträge, es gibt verschiedenste Klauseln, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ob in diesen Verträgen, die da geschlossen sind, gewisse Punkte aufgeführt sind, die sozusagen Preiserhöhungen darstellen und die darauf hinweisen, dass es das geben kann. Ne? Das ist rechtlich, ne? Da will ich nicht näher darauf eingehen, aber es ist schon mal wichtig, ob diese Punkte drinstehen in eurem Vertrag, den ihr unterschrieben habt, oder ob da gar nichts drin steht. Ne? Und dann könnt ihr natürlich potenziell aus Verträgen raus. Da gibt es sicher Händler, die sagen, das bezieht sich natürlich jetzt alles nicht auf den Händler, mit dem ich zu tun habe. Da gibt es Händler, die sagen, okay, alles klar, ich verstehe die Situation grundsätzlich, es hat sich stark verändert, du möchtest raus, du kannst raus. Der Hintergrund ist, dass es momentan einen Mangel am Markt gibt an Fahrzeugen und wenn ein Händler jetzt momentan an den Kunden das Fahrzeug nicht ausliefern kann,
das Fahrzeug wird geliefert und der Kunde sagt, nee, ich möchte es nicht mehr, es kostet jetzt 5.000 Euro mehr, möchte ich nicht mehr, dann hat der Händler natürlich eigentlich jetzt momentan kein Problem, dieses Mobil, was plötzlich dasteht, weiter zu verkaufen. Der Händler, ganz ehrlich, wenn die Händler sich querstellen, so großes Problem ist das momentan nicht, dann zu sagen, okay, lieber Kunde XY, du möchtest das Mobil nicht mehr, wir stellen es vor die Tür, das ist in 5 Tagen trotzdem verkauft, als Beispiel. Es gibt allerdings auch Händler, die sagen, okay, wir haben dann eine Strafgebühr, wie auch immer die aussieht, wenn du aus dem Vertrag raus möchtest, musst du Summe X zahlen, dann bist du frei und wir gucken, wie wir mit dem Mobil klarkommen. Ja, das gibt es auch. Allerdings, sage ich, muss bedacht werden, weil ich das jetzt immer mal höre im Privatbereich, nicht bei uns in der Firma, sondern auch im Privatbereich und auch im Internet lese, dass viele dann anwaltlich vorgehen und dann auf ihr Recht pochen und so weiter. Erstes Problem, was da sicherlich auftauchen kann, ist, ich verderbe mir natürlich den Händler. Also das Verhältnis ist natürlich komplett zerstört danach. Ne? Wenn das ein Händler ist, der an der Ferne ist, ein Thema, wenn das mein Händler ist, der bei mir in der Nähe ist, mit dem ich in Zukunft dann zusammenarbeiten möchte, wieder, ne, für Service und so weiter, Reparaturen und vielleicht auch für einen Mobiltausch mal oder Neukauf, schwierig zu bedenken. Und dann muss man auch sagen, was ist denn die Alternative? Wenn ein Mobil jetzt 5.000 Euro mehr kostet, das ist zwar wirklich schlimm, wenn ich es unterschrieben habe und der Meinung bin, der Preis steht und plötzlich kommen 5.000 Euro mehr Kosten nach einem, ich sag mal nach einem Jahr dazu, wo das Mobil dann endlich mal da ist und es sind ein Haufen Unkosten dazu gekommen, dann ist das schlimm. Aber was ist die Alternative? Die Alternative ist, es nicht zu nehmen, im optimalen Fall ohne Unkosten nicht zu nehmen. Und dann hat man kein Mobil. Und wenn ich dann aber trotzdem eins möchte, dann habe ich natürlich nur die Möglichkeit, eins zu kaufen, was entweder wieder eine Vorbestellung hat, eine Liste hat, wieder auf Preiserhöhungen mitmachen kann und Lieferthematiken. Oder ich nehme eins, was jetzt irgendwo auf dem Hof steht, aktuell. Und dann habe ich aber auch wieder gleich das Thema, dass die erstens wenig da sind und ich einen Mangel habe und vielleicht einen Kompromiss machen muss. Oder aber ich nehme das zu dem Preis, mit der Preiserhöhung auch schon. Das heißt, ich habe gar keine Möglichkeit. Ich habe eigentlich nur die Möglichkeit zu sagen, nee, ich möchte keins mehr, ich kaufe kein Mobil mehr. Oder ich nehme die Preiserhöhung leider an, weil alle anderen Mobile, die ich mir kaufen könnte, die dieselben sind oder vergleichbar sind, haben ja die Preiserhöhung auch bekommen. Die Preiserhöhung ist also komplett im Markt. Ich habe also nur die Möglichkeit zu sagen, ich nehme gar keins mehr, ich fliege mit Flugzeugen in Urlaub oder ich nehme die Preiserhöhung leider an, auch wenn es sich doof anfühlt. Schlimm ist es natürlich für Leute, die das so kalkuliert haben und diese Preiserhöhung nicht funktioniert, weil sie vielleicht nur einen Kredit bis zu der Kante bekommen haben oder Bargeld als Erbe oder was hatten genau bis zu der Kante und diese 5.000 Euro oder wenn die Mobile natürlich grundsätzlich teurer sind, das ist ja eine prozentuale Erhöhung, dann sind das vielleicht auch mehr wie 5.000 Euro, wenn das dann nicht mehr gehen kann und deswegen dann vielleicht dieser Traum vom Wohnmobil oder vom eigenen Mobil stirbt dadurch, das ist schlimm. Aber grundsätzlich ist es wirklich zu überlegen, ob man dann den harten Weg geht und dann die Alternative eigentlich gar keine gute Option ist. Ne? Weil auf den alten Preis zu pochen, ist natürlich verständlich vom Kopf, aber wir müssen uns mal ganz kurz verinnerlichen, warum das passiert und warum der Markt, warum das so passieren muss. Vorausgesetzt natürlich, das ist wirklich so, dass die Grundpreise und alles sich erhöht haben. Da gehen wir jetzt mal davon aus. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin ein Wohnmobilhersteller. Ich verkaufe ein Mobil und sage, kostet 50.000 Euro und da habe ich vielleicht als Beispiel eine Marge drin von 5.000 Euro Gewinn. Nur mal als Beispiel. Und das wird bestellt vom Kunden 50.000 Euro. Und jetzt, egal wie lange jetzt die Lieferzeiten sind, irgendwann kommt der Punkt X, wo der Kunde das Mobil, wo der Kunde das Mobil bekommt. Jetzt ist in der Zwischenzeit der Lieferung, der steht ja nicht sofort auf dem Band. Das steht ja nur die letzten 1,5 oder 2 Monate vielleicht irgendwo auf dem Band und wird zusammengebaut. Aber bis es dran ist irgendwann, sind die ganzen Produktpreise und Rohstoffpreise so gestiegen, dass der Hersteller plötzlich für seine ganze Basisgeschichte 6.000 Euro mehr bezahlt. Nur mal als Beispiel, nur kalkulatorisch. Und jetzt fängt er an, das zusammenzubauen und stellt fest, das ganze Material fürs Zusammenbauen waren 6.000 Euro mehr. Jetzt habe ich schon Grundkosten von 51.000 Euro. Also was macht er? Das ist jetzt alles nur kalkulatorisch. Er sagt, ich muss dem Kunden 5.000 Euro mehr berechnen. Nur mal als Beispiel. Das sind jetzt 56.000 Euro. Der Kunde versteht das natürlich null. Kann ich auch nachvollziehen, ist verrückt. Aber der Fahrzeughersteller muss natürlich jetzt gucken, dass er, warum auch immer diese ganzen Erhöhungen, die entstanden sind, wie sie auch immer entstanden sind, irgendwo
mit bezahlt bekommt, weil ansonsten würde er an dem Fahrzeug 1000 Euro Minus machen. Und was passiert natürlich, wenn der an den Fahrzeugen plötzlich Minus macht? Die gehen insolvent oder wie auch immer, es funktioniert also nicht. Und das ist ein bisschen auch das Problem. Also es ist nicht vorausgesetzt natürlich, diese ganzen Erhöhungen, die es da gibt, sind auch echt. Da gehen wir jetzt mal davon aus. Aber grundsätzlich gehen wir mal nicht davon aus, dass die irgendwie betrügen und sich selbst, ihre Kundschaft und ihren Markt zerstören wollen. Ne? Weil es ist natürlich ein großes Thema, was so aufkommt. Aber natürlich, wenn da Erhöhungen in der Zeit passieren, bis die Auslieferung ist, dann ist die Frage, entweder kann ich es nicht bezahlen und ich mache Minusgeschäft, komplett. Ne? Das ist ja nicht nur ein kleiner Teil, sondern die machen dann von mir aus pro Mobil Minus oder machen so wenig Gewinn, dass es trotzdem kalkulatorisch nicht passt. Oder sie geben die Erhöhung weiter und hoffen, dass die Kunden es annehmen oder der Großteil annimmt. Ja, das ist so ein bisschen das Problem. Also wichtig ist eben auch, dass die Händler von vornherein ehrlich sind zu euch und auch sagen, es kann Lieferverzögerungen geben, es kann Preisveränderungen geben, Preiserhöhungen geben. Und wenn eure Händler das nicht machen, dann ist das schon ein auffälliges Zeichen. Ne? Weil mittlerweile wissen es die Kunden ja selbst schon, aber ihr müsst davon ausgehen, ich sage es euch jetzt nochmal, ihr müsst davon ausgehen, wenn ihr ein Mobil euch momentan kalkuliert oder kalkulieren lasst, ob das jetzt von der Vorbestellungsliste ist oder eine komplette Neubestellung, dann kann es Lieferverzögerungen geben, es kann auch Preisveränderungen geben und die nicht nach unten, sondern immer nach oben. Und das ist alles möglich. Deswegen ist eine absolute Empfehlung von mir, Fahrzeuge, die vor Ort sind, sind Gold wert, weil keine Lieferthematiken, Preis steht dran. Oder nächster Step, wenn keins vor Ort ist, nächster Step, Fahrzeug von den Vorbestellungslisten so nah wie möglich. Umso näher die kommen von der Zeit, umso wahrscheinlicher ist es, dass die zu diesem Zeitpunkt auch kommen. Garantiert ist da nichts und umso wahrscheinlicher ist auch, dass nicht nochmal weitere Preiserhöhungen draufkommen. Garantiert ist aber gar nichts, kann alles passieren. Und lasst ruhig mal ein paar Erfahrungen in der Beschreibung, was ihr so erlebt habt. Ist ja grundsätzlich für mich interessant, ist ja auch für alle anderen interessant, was bei euch so passiert ist, was es da so am Markt gibt für Geschichten. Schreibt ruhig mal ein bisschen was. Ja, vielleicht kann der ein oder andere was von euch mitnehmen, hat vielleicht eine Info bekommen oder einen Tipp bekommen, hat vielleicht eine Anregung bekommen, wie er sich jetzt besser verhält in Zukunft. Ich freue mich natürlich, wenn ihr zukünftig dabei seid auf dem Kanal und wenn ihr den Kanal abonniert. Freue mich auch, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst, ist immer ganz schön. Und ansonsten schaut euch gerne die weiteren Videos an. Da gibt es viel zum Thema Campen, Wohnmobile, Reisemobile, Wohnwagen, allerdings natürlich auch zum Thema Vermieten. Also bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit, habt gute Reisen. Ciao.